Hallo liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte September 2023. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Fische, natürlich mache ich immer wieder aufmerksam auf die Infobox unter diesem Video. Die findet ihr, wie gesagt, unter diesem Video, und in dieser Infobox findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort Social Media Links von mir sowie auch Info- und Special-Videos. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort finden und natürlich auch die Weiterführung über dieses Reading hier könnt ihr dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Müsst ihr natürlich nach wie vor nicht. Ich habe, was die mitmonatigen September-Readings für dieses Jahr angeht, eine kleine Neuerung vor. Ich werde die Art und Weise des Auslegens des Kartenblattes gemäß den Jahresreadings machen, also im Stile der Jahresreadings. Man spricht von einem aufbauenden Legesystem, also von einem aufbauenden Legen und Mischen, wie ich es bislang gemacht habe, und die Jahresreadings waren eher im Stile eines zusammenfassenden Legens. Ich gedenke, das für Mitte September, vielleicht auch für die Oktober-Readings so auf diese Art und Weise zu machen, wie ihr es wahrscheinlich gleich sehen werdet. Wenn sich das bewährt, wenn es sich als vorteilhaft herausstellt, dann werde ich dabei wahrscheinlich auch bleiben. Ansonsten, wenn das eher nicht gut ankommt oder wenn das eher doch Nachteile mit sich bringt, werde ich wieder auf die alte Art und Weise, natürlich wie man es gewohnt ist, die Readings durchführen. Ich habe dazu, zu diesem Anlass auch in meiner Community-Sektion, in meinem YouTube-Kanal eben auch eine ausführliche Erklärung, eine ausführliche Information niedergeschrieben. Wenn es euch also näher interessiert, schaut es euch gerne an, lest es euch gerne durch. Und unter den Gesichtspunkten starten wir jetzt auch direkt mit eurem Reading. So, liebe Fische, die Karten liegen auf dem Tisch, das komplette Kartenblatt ist aufgedeckt. Wir haben den Krebs als eure Hauptenergie bzw. als euer Krafttier und die Läuterung und die Hingabe. Das sind eure beiden Hauptenergien, Läuterung und Hingabe. Wir sehen diese beiden Begriffe hier auch schon auftauchen in diesem Reading. Läuterung vorrangig hier im Stern zu sehen, tatsächlich die Hingabe eher hier beispielsweise in den 10 der Stäben zu sehen, aber auch der Page der Münzen ist eine sehr hingebungsvolle Person. Achte auf deine Träume und Eingebungen, Veränderung und Wachstum kündigen sich an. Träume und Eingebungen, hier die Mittelkarte, die 7 der Kelche, das ist eine Traumkarte. Manchmal bedeutet sie Träume sind Schäume, manchmal bedeutet sie, wenn du, es gibt einen schönen englischen Satz, if you dream of it, you can achieve it. Das heißt, wenn du davon träumen kannst, kannst du es auch erreichen. Veränderung und Wachstum. Diese beiden Begriffe, hier ist die Veränderung, hier ist der Wachstum, sie tauchen im Outcome auf, und das heißt für mich, dass diese Szenerie hier, dass dieser Umstand, dass dieses Szenario hier eher so etwas wie die Voraussetzung für den Wachstum, die Voraussetzung für die Veränderung betrifft, die kommen soll. Der Wachstum soll hier auch kommen, aber das hier ist quasi so etwas wie das Vorgeplänkel, die Voraussetzungen bzw. der Aufwand, der dafür erst einmal aufgebracht und geleistet werden müsste, damit Veränderungen, Transformationen, Wachstum natürlich auch gewährleistet werden können. Wir beginnen natürlich ganz links mit der Kraft, und die Kraft alleine steht für Mut, für Tapferkeit, für das Zähne zusammenbeißen, für die Robustheit auch
auch in vielen Fällen. Und die Kraft ist hier mit dem Stern geklärt. Der Stern ist, wie gesagt, eine Heilungskarte, eine Läuterungskarte kann man natürlich auch dazu sagen. Sie ist eine von 3 klassischen Heilungskarten im Tarot, neben der Mäßigkeit und den 4 der Schwertern. Der Stern hat häufig auch etwas mit dem Glück und mit der Wunscherfüllung zu tun. Und diese Begriffe Glück und Wunscherfüllung, die gehen natürlich einher mit einer Heilung. Jemand, der unglücklich ist, jemand, dessen Wünsche nicht erfüllt werden, jemand, dessen Ziele nicht erreicht werden, fühlt sich natürlich unglücklich. Und mit dem Stern bedeutet es hier tatsächlich auf die Kraft, dass man, um seine Ziele, Wünsche und Träume zu erreichen, um glücklich werden zu können, auch hier und da mal ein gewisses Risiko aufbringen müsste. Die Kraft steht also hier für Risiko oder die Risikobereitschaft, natürlich aber auch diese Ambition, die Hingabe. Die Hingabe ist auch schon eine eurer beiden Hauptenergien hier. Und es ist hier tatsächlich im übertragenen Sinne so dargestellt, dass man für seine Ziele, Wünsche und Träume auch arbeiten muss, sich reinknien und reinhängen muss, dass nichts einem sozusagen in den Schoß geworfen wird. Das Glück muss man sich erarbeiten, das Glück muss man sich verdienen. Das sind derartige Weisheiten, kann man dazu sagen, beziehungsweise kann man auch Leitsätze dazu sagen, die man hier beachten sollte, die es hier gilt zu beherzigen. Die 4 der Münzen, Priorität oder Priorisierung kann man auch sagen, Favorisierung kann man sagen. Es ist dieses Abwägen oder dieses, man kann auch sagen, man kategorisiert etwas oder jemanden natürlich auch, wie wichtig eine ganz gewisse Angelegenheit, eine ganz gewisse Situation, ein ganz gewisser Mensch natürlich für jemanden selbst ist. Und nach dieser Priorität, nach dieser, man kann sagen, eine Liste an Prioritäten, könnte man hier abarbeiten. Was ist das Wichtigste? Darum kümmert man sich vorrangig natürlich. Was kommt dann danach? Was ist das Zweitwichtigste? Was ist ebenso von Wert natürlich? Und eher am Ende dieser Liste kommen dann die Sachen, die nebensächlich sind, die einem jetzt nicht so wichtig sind und um die sich dann gekümmert wird, wenn Zeit dafür ist. Es kann hier gut und gerne sein, dass man aufgrund von Umständen oder Startschwierigkeiten diese Träume, Wünsche und Ziele, wie sie hier im Stern drin dargestellt sind, wie sie hier übrigens auch in den 10 Kelchen dargestellt sind, im Rad des Schicksals und in der Sonne dargestellt sein können, nicht zuletzt auch in den 10 der Münzen dort im Outcome, dass man diese zwar versucht hat zu erreichen, an einem ganz gewissen Punkt ging es aber potenziell nicht weiter. Man hat dann seine Prioritäten verschieben müssen. Das ist hier häufig potenziell in der Vergangenheit passiert. Und für manche von euch, liebe Fische, zieht sich das wie eine Art Faden durch euer Leben. Man will etwas, man versucht, dieses etwas zu erreichen. Aber es stellen sich dann natürlich auch einem Hürden und Barrikaden in den Weg. Es ist nicht immer schwierig. Und es ist aber auch nicht immer leicht, etwas zu erreichen. Es kommt ganz natürlich auf das Ziel an, was es denn genau sein soll. Und manche Ziele, das werden sicherlich viele von euch wissen, sind leichter zu erreichen, leichter zu bewerkstelligen. Aber die richtig großen Ziele, die wichtigen Ziele im Leben, die Lebensziele kann man natürlich auch dazu sagen, wie sie hier vorrangig in den 10 der Kelchen in der Mitte oben dargestellt sind, die sind für gewöhnlich sehr schwierig zu erreichen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, in diese Richtung viele von euch gearbeitet haben, hingebungsvoll, leidenschaftlich, aber so richtig ausgezahlt hat es sich scheinbar noch nicht. Den richtigen Erfolg, den allumfassenden Erfolg, den haben hier viele von euch noch nicht erreichen können, obwohl diese Ziele, Wünsche und Träume sehr hoch kategorisiert sind. Sie sind euch ein tief empfundenes Anliegen, sie sind euch sehr wichtig und es kann sich auch natürlich dann geschuldet dessen, dass man diese Ziele, Wünsche und Träume noch nicht hat erreichen können, eine gewisse traurige, niedergeschlagene, möglicherweise auch enttäuschte Grundstimmung in euch etabliert haben. Da kommt hier ein ganz gewisser Mensch jetzt ins Spiel und das ist hier dieser Page der Münzen. Der Page der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen, das ist eine Person, die sehr hingebungsvoll ist und da haben wir auch schon wieder diese Hauptenergie hier mit der Hingabe. Das ist ein Mensch, der hoch hinaus möchte. Ebenso jemand, der sich Ziele, Wünsche und Träume steckt. Das sehen wir auch hier in dem Trigger. Und dieser jemand, und das kann, wie gesagt, ein Mensch sein, den ihr schon kennt. Es kann aber auch ein Mensch sein, der neu in euer Leben kommt in absehbarer Zeit. So wie ich es hier für einige von euch tatsächlich eher interpretiere, da er hier als Page dargestellt ist und ihr hier klassisch Hofkarte im Wasserzeichen als Königin der Kelche dargestellt seid, liebe Fische.
Dieser Page der Münzen ist mit den 2 der Kelchen geklärt. Dieser Page der Münzen hat eine sehr wohlwollende Natur euch gegenüber. Die 2 der Kelche ist die klassische Liebes-, Beziehungs-, Partnerschafts- oder Freundschaftskarte. Es geht um den Bezug zwischen 2 Menschen und diesen Bezug, den möchte hier jemand, nämlich dieser Page der Münzen, intensiver gestalten, möglicherweise sich auch zunächst einmal erarbeiten. Es kommt jetzt ganz darauf an, ob ihr diesen Menschen schon kennt, ob er oder sie schon eine gewisse Rolle in eurem Leben spielt oder ob das so sein soll, dass das angestrebte Ziel ist hier von diesem Menschen. Wir sehen hier außerdem die 6 der Münzen auf die 2 der Kelche geklärt. Und das verrät mir schon, dass dieser Page der Münzen hier, worauf sie natürlich dann auch gespiegelt sind, eine sehr hingebungsvolle Person ist, eine sehr gerechte und ausgeglichene Person ist. Das ist jemand, der sehr gut weiß, für eine funktionstüchtige Beziehung, ob jetzt Freundschaft, ob jetzt Liebesbeziehung oder Partnerschaft oder Kollegium, das ist natürlich dahingestellt und kommt ganz auf eure persönliche Situation an. Aber dieser Mensch weiß, dass jede Beziehung zwischen 2 Menschen auf dem Prinzip Geben und Nehmen basiert. Dass sich hier nicht einer ins gemachte Netz setzen kann und der andere erledigt die ganze Arbeit. So etwas funktioniert und das weiß dieser Mensch potenziell auch in den allermeisten der Fälle, nämlich nicht beziehungsweise nicht lange. Das Geben und Nehmen, das Prinzip eine Hand wäscht die andere, das ist hier schon sehr deutlich dargestellt. Und auch dieses Prinzip möchte ein ganz bestimmter Mensch anführen in einer Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft. Es kann sich hier auch um gemeinsame Ziele übrigens drehen und handeln, die ihr sowie dieser Mensch gemeinsam erreichen möchte, oder ihr träumt vom gleichen Prinzip, ihr träumt von dem gleichen Zielwunsch oder Traum natürlich dann, der in Zukunft mal Realität werden soll. Und insofern könnte man hier auch bei den 2 der Kelchen vom Team absprechen, also von dem sich zusammenschließen, weil 4 Hände sind besser als 2 oder 4 Augen sind besser als 2, kann man natürlich auch sagen, um gemeinsame Ziele besser, schneller, vielleicht auch verlässlicher realisieren zu können. Diese Art und Weise, die wird sich eher darauf dann beziehen, wenn es hier ein ganz bestimmter Mensch ist, der Freundschaft mit euch schließen möchte, der an eurem Wohlgefallen tatsächlich dann auch interessiert ist, der euch Gutes möchte, aber wo vielleicht nicht unbedingt die Liebe im Spiel ist. Wir sehen hier in der Mittelsparte die 10 der Kelche. Das ist dieses hochgesteckte Ziel. Das sind meistens Lebensziele, die nicht so einfach zu erreichen oder zu erfüllen sind, wo man viel Zeit benötigt, wo man manchmal auch Geld benötigt, wo man viel Hingabe benötigt, Leidenschaft, Einbringungsvermögen, Geduld manchmal natürlich auch. Das sind so Lebensziele wie eine Traumreise oder so etwas wie eine funktionstüchtige Beziehung, was natürlich für die allermeisten ein sehr hochgestecktes Lebensziel ist, aber für die allermeisten auch eine Art Erfahrung mit sich bringt, dass auch dies oder vielleicht sogar gerade dies nicht unbedingt das leichteste aller Lebensziele darstellt. Mit den 7 der Kelchen darauf geklärt, bedeutet es, dass in vielerlei Teilbereichen einige von euch ganz konkrete Ziele haben. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Bezug zwischen 2 Menschen, sondern auch möglicherweise auf persönliche oder private Ziele, die ihr euch für euch selbst gesteckt habt. Aber auch bei dem Erfüllen oder bei dem Realisieren jener privaten Ziele. Und das könnte so etwas sein wie, dass man ein ganz bestimmtes Traumauto möglicherweise sich anschaffen möchte oder eine Traumwohnung. Möglicherweise möchte man auch an sich selbst werkeln oder sich selbst verbessern. Es kann auch sein, dass ihr finanziell besser dastehen möchtet. Das kann hier alles gut und gerne sein, hat dann aber eher etwas mit euch in Unabhängigkeit von allem anderen zu tun. Aber auch hier in der Konjunktion können wir deutlich entdecken, dass auch hier Unterstützung etwas sehr Wertvolles wäre. Die 7 der Kelche, eine Traumkarte. Manchmal geht es hier auch um die Kopf- gegen Herzenergie. Das passiert dann, wenn der Kopf das eine und das Herz das andere sagt. Aber wir sehen hier nicht eine einzige Schwertkarte, liebe Fische. Und das ist etwas, was extrem selten auftaucht tatsächlich. Aber es bedeutet auch, dass hier viele pur und ausschließlich dem Herzen folgen. Ihr lasst euch hier bei eurer Zielsetzung, bei euren Wünschen und Träumen nicht unbedingt von eurem Kopf leiten, sondern lasst euch fast sogar rein und ausschließlich von eurem Herzen leiten. Das ist zwar typisch Fische, das ist auch typisch für eigentlich die Wasserzeichen, auch wenn da jeder Mensch natürlich ein bisschen unterschiedlich sein kann, aber eine Herzenergie
ist hier auf eine sehr ausgeprägte Natur dargestellt. Und ich finde das ein sehr potenziell positives Vorgehen. Die 10 der Stäbe ist hier auf die 7 der Kelche geklärt. Und die bedeutet Arbeit, die bedeutet manchmal auch Schwerstarbeit, die bedeutet Reinknien, Hingabe. Hier haben wir auch nochmals diese Hauptenergie. Und es ist dieses Prinzip von nichts kommt nichts, hier deutlich dargestellt, auch hier mit der Spiegelung 10 Stäbe auf 10 Kelche. Viele von euch sind gewiss natürlich dann auch in der Kenntnis, dass zum Erreichen eines ganz bestimmten Zieles auch eine ganz bestimmte Hingabe erforderlich ist. Da muss man dranbleiben am Ball, da muss man Zeit aufbringen, Geld aufbringen, Mut aufbringen, Tapferkeit aufbringen, egal was und egal welches Ziel. Es ist dafür, um es zu erreichen, natürlich auch häufig etwas notwendig. Wir haben hier die Königin der Kelche als Hofkarte im Wasserzeichen natürlich dargestellt. Eine meiner Lieblingshofkarten. Sie ist nämlich vollkommen authentisch. Das ist eine ehrliche Haut. Das ist jemand, der Gefühle und Emotionen empfindet, sich diesen nicht entzieht, diese auch nicht verschweigt bzw. verneint oder dementiert, sie zu haben. Das ist eine Person, und ich meine, ich erkenne euch darin, liebe Fische, die weiß, was sie fühlt und hat auch kein Problem damit, das authentisch zu veräußern. Das heißt, hier spielt einem niemand etwas vor. Hier hat man keine Maske auf. Hier ist man, wie man ist. Und das ist eine heutzutage in der Gesellschaft extrem wertvolle Eigenschaft, liebe Fische. Denn ich persönlich habe leider viele gegenteilige Erfahrungen gemacht. Menschen haben sehr häufig eine Maske auf. Menschen zeigen sich nicht so, wie sie eigentlich sind. Und gerade diese Königin der Kelche, die tut das für gewöhnlich. Mit dem Pagen der Münzen, der hier auf euch in dem Sinne dann geklärt ist, habt ihr hier, und ich habe es euch gerade schon gesagt, eine Bezugsperson, die vielleicht im Laufe einer gewissen Zeitspanne immer näher an euch heranwächst. Möglicherweise ist das auch schon eine Person, die schon über die Vergangenheit, über die vergangenen Wochen oder Monate näher an euch herangewachsen ist. Dieser Kontakt hat sich möglicherweise schon intensiviert zwischen euch beiden. Potenziell wird er das aber auch noch weiter. Mehr und mehr hat man hier den Eindruck, mehr und mehr hat man hier die Gewissheit, dass mit diesem Mensch sozusagen, ja, mit diesem Menschen kann man Pferde stehen. Das ist so, glaube ich, die beste umgangssprachliche Ausdrucksweise, die mir hier auf euch geklärt auffällt mit diesem Pagen der Münzen. Das ist jemand, der auch gerne Karriere machen würde. Das ist jemand, der hoch hinaus will. Das ist jemand, der aber auch, wie gesagt, sehr gut weiß, dass von nichts auch nichts kommt. Und mit diesen 7 der Kelchen hier im Rücken ist das jemand, der sich von seinen Wünschen leiten lässt sozusagen. Und einer dieser Wünsche, und das sagt mir jetzt hier sehr deutlich das Rad des Schicksals, was auf ihn oder sie hier geklärt und auf euch gespiegelt ist, bedeutet, dass dieser Mensch das Gefühl oder das Empfinden hat, er oder sie ist für euch bestimmt. Bei dem Wort Bestimmung muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil wenn in einem allgemeinen Tarot-Reading das Wort Bestimmung fällt, dann denken die meisten immer dann, ich bin für diesen Menschen bestimmt, ich bin in einer Seelenpartnerschaft und dieser Mensch, der wird mich glücklich machen und wir werden Kinder kriegen und heiraten und Bäume pflanzen und so weiter. Das ist die Traumvorstellung von einer Bestimmung zwischen zwei Menschen. So will man das gerne, so hätte man das natürlich gerne. Nicht in allen Fällen wird es aber auch so passieren, liebe Fische. Man kann für vielerlei Arbeiten, Aufgaben oder Rollen im Leben eines ganz bestimmten Gegenübers bestimmt sein. Zum Beispiel kann man füreinander bestimmt sein, um sich zu unterstützen, um sich zu heilen, um sich zu läutern, möglicherweise sogar. Man kann füreinander bestimmt sein, um sich gegenseitig bei der Entwicklung oder bei der Entfaltung, wo haben wir es hier, Wachstum, beim Wachstum voranzubringen. Auch dafür können Menschen füreinander bestimmt sein. Das muss nicht immer diesen Liebes- und Partnerschafts- bzw. Ehe- und Kinderkriegen, Familiengründungshintergrund haben, wünschen viele von euch sich vielleicht möglicherweise mit diesen Menschen, vielleicht dieser Mensch auch. Ich kann es nicht dementieren, dass ihr für diesen Sinn und Zweck bestimmt seid. Ich möchte euch nur näher bringen, dass es auch einige andere Sinne und Zwecke gibt, wie zwei Menschen füreinander bestimmt sein können. Dass ihr es seid, das ist hier in dieser Sparte extrem deutlich dargestellt, muss ich tatsächlich sagen. Und so etwas, zwei Hofkarten aufeinander geklärt, gespiegelt mit dem Rad des Schicksals, kommt nicht häufig vor in einem allgemeinen Reading. Hier haben wir aber dieses Vorkommnis. Und es ist hier nicht abwegig, dass dieser Mensch euch
geschickt wurde, so wie man so schön sagt, um eben, und jetzt komme ich auf die erste Sparte nochmal zurück, euch bei eurem Traum, bei eurem Ziel, bei eurem Wunsch und bei dessen Realisation zu unterstützen, zu helfen. Das sehen wir nämlich hier sehr deutlich und in der weiteren Konjunktion sehen wir das ebenso sehr deutlich. Mit dieser Priorisierung, Favorisierung, mit dieser Hingabe, mit diesem Trotz auch teilweise, den Widerstand trotzen, den Hürden und Barrikaden zu trotzen, sich auch über Startschwierigkeiten hinwegzusetzen. Und anstatt einsam macht man das hier gemeinsam mit den zwei der Kelchen. Diese Ziele, Wünsche und Träume erfüllen, sie zu erfolgen, sich natürlich auch reinzuknien, um diese zu gewährleisten. Und hier kommt eben dieser Mensch ins Spiel, dieser Page der Münzen. Und ich glaube, hier unten mit der Sonne hat man hier allen Grund zur Freude. Man hat Grund, das zu feiern, könnte man tatsächlich auch sagen. Denn man hat hier jemanden, der einen versteht, der einen nachvollziehen kann, der einen vielleicht womöglich an einem Punkt in der Zukunft sogar besser kennen könnte, als man sich selbst kennen könnte. Und das ist natürlich jetzt auch nur eine beispielhafte Formulierung, aber ihr habt hier einen Mitstreiter, ihr habt hier jemanden an eurer Seite oder ihr werdet hier jemanden an eurer Seite wissen können. Das kann natürlich für viele von euch auch erst noch kommen, mit dem man, und ich habe es vorhin schon gesagt, Pferde stehlen kann. Und ich denke, ihr könnt natürlich mit dieser Redewendung etwas anfangen. Wir haben hier oben die 2 der Stäbe. Die 2 der Stäbe, und wenn wir einen kurzen Blick hier über das komplette Kartenblatt werfen, fällt uns auf, wir haben 2 Stäbe, wir haben 2 Münzen, wir haben 2 Kelche, wir haben 4 Zweierkarten hier. Zweierkarten stehen für Dualität, also ihr in Bezug auf einen ganz bestimmten Menschen und natürlich auch andersrum dieser Mensch in Bezug auf euch. Das heißt dual, das heißt nicht einsam, sondern gemeinsam. Mit den 2 der Stäben ist aber auch eine ganz gewisse Grunddeutung dargestellt und das ist die andere Art und Weise des Vorgehens. Und wie man es auch auf die alte Art und Weise gemacht hat, die irgendwo in der Vergangenheit liegt, die aber dazu geführt hat, dass man hier nicht alles erreichen kann, was man sich vorgestellt hat zu erreichen, dass man manchmal vielleicht sogar gezwungen war aufzugeben, manchmal wollte man aber auch gar nicht aufgeben, manchmal hat sich das Ziel dann am Ende als unrealistisch oder als utopisch dargestellt. Also in der Vergangenheit gab es, was Ziele, Wünsche und Träume angeht, bei vielen von euch vielleicht sogar vermehrt ein Scheitern, einen Misserfolg, es nicht geschafft zu haben, wenn ihr versteht. Und das kann sich auf vieles natürlich beziehen. Jetzt ist hier aber diese andere Art und Weise des Vorgehens dargestellt. Und man sieht hier auch sehr, sehr deutlich mit dieser Sonne in der Spiegelung auf die 2 der Kelche, auf die 2 der Stäbe. Und man sieht hier mit den 10 Stäben in der Konjunktion mit diesen Pagen der Münzen bis hoch zu den 2 der Stäben, dass das Ganze hier in Zusammenhalt mit einem ganz bestimmten Menschen leichter und unbeschwerlicher vonstatten gehen kann, als dass man es hier alleine versucht, weil bislang eure Ziele, Wünsche und Träume zu erfüllen, zu erreichen, da wart ihr auf euch allein gestellt. Ihr habt hier die 2 der Stäbe im Rücken, liebe Fische. Und das bedeutet für mich, dass viele von euch sich selbst die Nächsten waren, könnte man sagen. Viele von euch waren womöglich unfähig, jemanden zu vertrauen oder ins Boot zu holen, so kann man auch sagen, beziehungsweise haben vielleicht viele von euch ganz spezielle und spezifische Träume gehabt, die andere Menschen vielleicht nicht teilen, denen andere Menschen egal sind, beispielsweise, formuliert jetzt natürlich. Aber jetzt kommt hier ein Mensch in euer Leben oder wird sich als ein derartiger Mensch herausstellen, der oder die natürlich dann, wie gesagt, sehr ähnliche, vielleicht sogar identische Ziele, Wünsche und Träume hat, wie auch ihr. Und dass man sich dann zusammentut, ist eigentlich eine sehr plausible, ist eigentlich eine natürlich auch sehr vorteilhafte und womöglich auch natürlich dann zielführende Zusammenhalt oder Entwicklung, könnte man auch sagen, im zwischenmenschlichen Bereich. 2 Stäbe, geklärt mit 2 Münzen hier. Es kann hier gut und gerne sein, dass manche von euch es nicht anders gewohnt waren, als alleine für ihr Glück zu kämpfen, als alleine ihre Ziele, Wünsche und Träume zu verfolgen und mit Glück, Hingabe, Leidenschaft, vielleicht auch mit mehr Zeit oder mehr Geld oder mehr Lust oder mehr Durchhaltevermögen, was auch immer euch in der Vergangenheit gemangelt hat. Diese Werte, diese Eigenschaften, die könnte man mit einem ganz bestimmten Menschen oder durch einen ganz bestimmten Menschen tatsächlich dann aufbringen. Das könnte ich mir hier
sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben hier die Sonne auf die 2 der Münzen geklärt und diese 2 der Münzen beziehungsweise auch die Sonne mit der Klärung verrät, dass viele von euch sich gerne darauf einlassen würden, mit diesen Menschen zusammen an Zielen, Wünschen und Träumen zu arbeiten, an dessen Realisierung. Die Sonne ist hier die positive, die heitere, die fröhliche, die harmonische Energie, aber es ist auch die optimistische Energie, beziehungsweise auch die positive Lebensfreude darin dargestellt. Die Sonne auf die 2 der Münzen bedeutet, dass man hier abwägen muss, ob man sich darauf einlassen kann, und weil man hier sich in der Vergangenheit nicht wirklich auf andere hat verlassen können, weil es vielleicht utopisch war, dass ein derartiger Mensch möglicherweise gleiche Ziele hat wie ihr. Das kann natürlich auch den zwischenmenschlichen Bereich betreffen, ne? Und das möchte ich auch noch gesagt haben. Aber da man das nicht gewohnt ist, da das neu für einen ist, da das einem überraschen könnte, ist man hier noch so ein bisschen verdutzt, könnte man sagen. So ein bisschen am Hin und Her überlegen, am Abwägen, will ich das nicht, soll ich das probieren, soll ich das lieber lassen? Da erkenne ich viele von euch drin. Ich glaube aber, dass unterm Strich hier es allen Grund gibt, positiv nach vorne zu blicken. Denn wir haben hier auch die Weitsicht, wir haben hier das Vorausschauen, wir haben den Vorausblick. Und eure Prioritäten, eure Favoriten, eure Ziele, Wünsche und Träume, die an 1., 2. und 3. Stelle stehen, die können hier potenziell mit einem ganz bestimmten Menschen sehr viel besser realisiert werden als ohne einen ganz bestimmten Menschen. Und da kann ich von einem Wachstums- oder von einem, wie es der Krebs auch schon sagt, Veränderungsprozess sprechen, der spätestens hier im Tod und spätestens auch hier in den 10 der Münzen dargestellt ist. Dadurch, dass man jetzt hier anders vorgeht als gehabt, als bislang, nämlich möglicherweise vertrauensvoll hingegen einen ganz bestimmten Menschen oder gerade eben zu zweit anstatt alleine. Das ist schon diese Veränderung, die das Ziel erreichen, Ziel verfolgen und dann natürlich auch Ziele realisieren, eventuell für viele von euch zunächst einmal ermöglicht. Wir haben nämlich hier den Erfolg in allumfassender Basis, wir haben hier Stabilität, wir haben hier auch Werte, so etwas wie Vertrauen, Hingabe natürlich genauso, und der Tod klassisch Veränderung und Transformation. Die Kraft ist hier unten auch nochmals dargestellt und ich glaube, dass es für viele von euch eine Art Risiko beherbergen könnte, sich jetzt jemanden anzuvertrauen, sich mit jemandem zusammenzutun, beziehungsweise dass man hier möglicherweise auch tapfer oder mutig sein muss, um natürlich auch Ziele, Wünsche und Träume weiterhin erreichen zu können. Diese Tapferkeit, diesen Mut, aber, und in der Kraft ist es eben ebenso dargestellt wie auch in der Sonne, es gibt hier allen Grund, positiv zu denken, positiv nach vorne zu schauen und mit einer gewissen Robustheit, mit Schaffenskraft, Tüchtigkeit und Fleiß, oder wie es der Krebs sagen würde, Hingabe. Da bin ich mir sehr sicher, liebe Fische, werdet ihr gemeinsam die ein oder anderen Ziele definitiv besser, schneller und vielleicht auch früher erreichen, als ihr es alleine imstande wärt, wenn ihr es überhaupt alleine imstande wärt. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich hoffe auch, ihr könnt es auf die persönliche Situation beziehen. Liebe Fische, ich habe hier ein sehr verheißungsvolles Reading, welches positive Entwicklungen vorausprognostiziert. Allerdings möchte ich mir natürlich jetzt auch diese 3 Karten im weiterführenden Reading genauer anschauen. Ich möchte hierüber natürlich noch etwas mehr erfahren. Ich möchte noch tiefere Einblicke gewähren. Ich möchte da die ein oder anderen Details noch zum Vorschein bringen und natürlich dann auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze weitergeht. Liebe Fische, solltet ihr euch in einem derartigen Reading wiederfinden, sollte diese Geschichte auf euch resonieren, solltet ihr euch darin erkennen in dieser Dynamik, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten direkt der erste Link würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, dem nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen September weiterhin. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.